Seit Wochen fiebern wir diesem Abenteuer entgegen. Wir machen uns Gedanken, Ängste lassen uns zweifeln. Auf der Reise habe ich gelernt, man muss nicht immer alles forcieren und wenn es für einen nicht passt, dann ist es halt einfach so. Und wie erwartet, ist es ein anstrengendes, emotionales, aber definitiv einmaliges Erlebnis. Wobei... Schade, dass Roberto nicht hier ist. Hallo und schön, euch in diesem Video dabei zu haben. Es wird definitiv einiges anders sein als die anderen Videos, die wir bisher gemacht haben, denn dieser Van wird nicht wirklich Teil davon sein, sondern viel eher, wo ist er? Dieser Berg hier hinten. Wir haben uns wochenlang mental darauf vorbereitet. Ja, und es geht auf den Vulkan Akatenango. Das wird eine Höllenwanderung. Also ich glaube, das ist mit Schmerzen verbunden, mit Leiden, aber eben hoffentlich auch mit einer großen Belohnung. Jetzt gehe ich aber erstmal hier zu unserem Touranbieter, eine Familie, die das macht, und da wird zusammen gefrühstückt. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Welcome, chicos. Ja, da wollen ganz viele auf den Berg. Ich glaube, es sind 2 oder 3 Busse, die hochgehen. Ja. Bin schon gespannt, bin ein bisschen nervös. So langsam kommt hier Bewegung in die Sache. Ich fühle mich wieder mal ein bisschen seltsam zu filmen vor so vielen Leuten, aber ja, die Gruppe scheint richtig cool zu sein. Wir sind etwas über 20 Personen, glaube ich. Ja, und es wird, glaube ich, richtig cool. Jetzt werden hier noch die letzten Teile an Ausrüstung vergeben, man zahlt und dann geht es auch schon los. Soweit ich weiß, fährt man erst ein kleines Stück und dann kommt der anstrengende Teil. Okay, los geht's. Wir sind an unserem ersten Pausenplatz angekommen. Bin schon außer Atem. Und es ist vor allem sehr staubig. Ich muss nachher, glaube ich, gleich mal den Schlauch rausholen, damit ich da ein bisschen was über den Mund ziehen kann. Ich weiß nicht, ob man sieht, dass ich verschwitzt bin. Es ist ganz schön warm. Und ja, vielleicht ist euch aber auch aufgefallen, dass ich von mir rede und Roberto eben nicht dabei ist. Er hat sich entschieden, die Tour nicht mitzumachen und ich überlege gerade, ob das nicht die klügere Variante gewesen wäre. Ist natürlich nicht ganz freiwillig, aber ja, umso mehr werde ich mir Mühe geben, ein paar gute Bilder hinzukriegen, damit er sie auch zu sehen kriegt. Puh. Aber ja, auf jeden Fall, das ist sehr anstrengend. Ich mache mir schon seit einigen Tagen so einen Kopf und überlege, ob ich da hoch soll oder nicht, denn ja, ich war die letzten Wochen nicht wirklich ganz fit, war immer hin und her gerissen, ob ich das machen soll oder nicht, aber ich habe es irgendwie nicht gespürt und das Lustige ist, vor ein paar Tagen habe ich mir so dermaßen in den Rücken gezwickt. Ich glaube, das war irgendwie ein Zeichen, oder ich sehe es als Zeichen, dass ich da nicht hochgehen muss oder soll. Ich werde es bestimmt bereuen, dass ich da nicht hochgelaufen bin, vor allem, weil ich so ein Erlebnis mit Jessie nicht zusammen teilen kann. Aber ja, ist halt so. Auf der Reise habe ich gelernt, man muss nicht immer alles forcieren und wenn es für einen nicht passt, dann ist es halt einfach so. Ich hoffe einfach, dass Jessie einen richtig tollen Tag hat, eine richtig coole Zeit da oben hat. Und ja, ich freue mich, wenn sie wieder zurück ist und mir erzählt,
was sie alles erlebt hat. Ja, ich mache mir einen gemütlichen Tag und schaue dann weiter. Hola. Hola. Das heißt ja manchmal, es sei ziemlich voll hier. Viele Touristen, die hier hoch wollen. Bestimmt gibt es auch die einen oder anderen, die mich hier verstehen. Ja. Und ja, es sind viele Leute, aber ich finde, bisher hat es sich ganz gut verteilt. Gerade ist halt eine Stelle, wo wir uns kreuzen mit denen, die, wie ich vermute, gestern schon hochgegangen sind. Jetzt runterkommen. Aber scheinen alle gut gelaunt zu sein, also es lohnt sich wohl. In Ordnung. Ja, geht. Schafft man's? Das ist unsere zweite Pause. Wir sind jetzt etwa eine Stunde unterwegs. Haben gerade mal 1,3 Kilometer gemacht. 330 Höhenmeter. Wir sind wirklich nicht sehr schnell unterwegs. Aber auf der anderen Seite, wir haben jetzt ein Fünftel der Höhenmeter gemacht. Nee, ein Drittel. Also heute machen wir etwa 1100 Höhenmeter. Wir sind bei 2500 losgelaufen und unser Basecamp für die Nacht ist bei 3600. Man rechnet mit einer Zeit von 4-5 Stunden, die man da hoch braucht, inklusive Pausen und alles. Also ja, eigentlich machbar. Man merkt halt mit der Zeit die Höhe, man ist ein bisschen mehr außer Atem als ja, in unseren Höhen. Aber ich finde jetzt fast das erste Stück war am schlimmsten. Und danach kommt man irgendwie so in den Rhythmus, wo es dann ein bisschen einfacher wird. Naja, einfach ist relativ. Ich merke gerade, ich bin wahrscheinlich auch total rot, verschwitzt und weiß nicht was alles. Aber es wird weniger schlimm. Doe zo meteen bij de lunch. Doe me even maar het is wel zon en zo. Ja, uiteindelijk bracht het helemaal open. Ja, bij ons niet. Diese Pause war jetzt ein bisschen länger als vorhin. Und man merkt gleich beim Loslaufen, dass auf einmal die Beine doch ein bisschen schwerer sind. Habe ich mich zu früh gefreut, dass es besser wird. Aber das Gute ist, dadurch, dass einem ja immer wieder Leute entgegenkommen und man auch hin und wieder mal halt wartet, ist das Tempo doch nicht so groß und man kommt auch gut dazu, wieder Luft zu holen. Das ist eigentlich auch was Gutes. Naja, und in unserer Gruppe sind 32 Leute, glaube ich. Aber es verläuft sich, es fühlt sich gar nicht nach viel an. So, weiter geht's. Interessant, wie sich auch die Vegetation hier ändert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Höhenmeter wir jetzt gemacht haben. Ich schätze etwa 500, 600. Und auf einmal sind wir wieder in einem Regenwald. Das Klima ist auch anders. Man sieht hier immer wieder die Wolken vorbeiziehen oder durchziehen. Ich glaube, wir sind etwa auf Höhe der Wolken. Die Luft ist viel frischer. Und ja, die Bäume sind wieder mit Flechten und Moos bewachsen. Farne überall. Man ist immer noch außer Atem. Aber auch der Weg hat sich ein bisschen geändert. Anfangs war es ja viel so sandiger, staubiger Weg, geradeaus hoch. Und jetzt ist es mehr ein Zickzack, der fast ein bisschen angenehmer ist. Beim Zwischendurch waren recht hohe Stufen, die waren ein bisschen unangenehm. Mag ich nicht so, aber jetzt mit der frischen Luft, das geht wieder richtig gut.
sind auch immer wieder Hunde auf dem Trail. Die überholen einen dann dauernd, sind aber auch froh um ein bisschen Wasser, kleinen Snack. Ja, die scheinen auf jeden Fall weniger Mühe mit dem Weg zu haben, aber ich würde behaupten, das ist auch, weil sie 4 Beine haben und wir Menschen nur 2. Logisch, oder? Mittagessen hat richtig gut getan. Längere Pause auf 850 Höhenmetern etwa, also Metern über Meer. Das heißt, bis zum Basecamp sind es noch 150, 250? Ja. Und dann haben wir es wahrscheinlich für heute geschafft. Es gibt noch einen zusätzlichen Teil, den man machen könnte, aber ich glaube nicht, dass ich den heute noch schaffe. Bin echt froh, wenn ich da oben ankomme. Ja, und dann geht es morgen weiter, weil das ist noch nicht der höchste Punkt. Aber ja, einfach mal sehen, wie schwer die Beine jetzt auf jeden Fall sind. Oh Mann. Ich habe gerade gemerkt, jetzt wo wir kurz vom Ziel sind, dass ich meinen Rucksack gar nicht richtig eingestellt hatte beim Loslaufen. Und ich die ganze Zeit die Schulterträger zu kurz hatte und somit viel zu viel Gewicht auf den Schultern. Oh, ich könnte mich verfluchen, wirklich. So dämlich. Ich bin total fertig. Und schaut mal die schöne Aussicht, die wir hier haben. Oh Mann. Ja, anscheinend verziehen sich die Wolken meistens gegen Abend. Also hoffe ich jetzt mal. Aber dieser Zusatzhike, den man hier machen kann, der ist auf ähnlicher Höhe. Das sind aber, glaube ich, nochmal etwa 500 Höhenmeter mehr oder so. Und ich finde, der Nebel und die Wolken sind eine gute Ausrede, um das jetzt nicht zu machen. Ich hätte natürlich noch ganz viel Energie übrig, aber nee, ich glaube, man soll wissen, wo die Grenzen sind. Ich spüre meine Beine ganz schön. Ich gehe jetzt auch die letzten 100 Meter auch andauernd, also der Sauerstoffmangel ist auch spürbar. Ja, jetzt erstmal ankommen und dann zeige ich euch, wie es hier aussieht. In dieser kleinen Cabin werden wir übernachten und wir haben sogar Glück. Ich habe ja hier Fanny kennengelernt auf dieser Route und wir sind zu zweit in dieser Hütte. Normalerweise teilt man sie sich zu dritt oder zu viert, aber gerade bei uns ist es so aufgegangen, dass alle schon eine Hütte haben und ja, niemand dazu kommt. Das heißt, wir haben auch zusätzliche Decken und einen zusätzlichen Schlafsack. Das ist auch richtig cool, wir werden uns damit wärmen. Ja, ansonsten ist es nicht viel. Es ist so eine Wellblechhütte eigentlich mit Matratzen und ja, eben Decken und Schlafsäcken, die hier zur Verfügung gestellt werden. Ja, wir haben jetzt unsere Taschen auch schon reingestellt, unsere Sachen abgelegt, sind vorne im Gemeinschaftsbereich jetzt vor allem, spielen Karten, quatschen ein bisschen mit anderen Reisenden und so. Ist schon immer interessant zu hören, wie so die Geschichten von den anderen sind, wie sie reisen, was sie so machen, was sie sehen. Ja, ist eine gute Stimmung hier, obwohl man nichts sieht. Ab und zu hört man den Fuego, aber ja, abgesehen von dem Grollen kriegt man eigentlich nichts von dem mit. Aber es soll wohl hoffentlich später noch auftun. Also entweder gibt es dann am späten Abend in der Nacht noch einen guten Blick drauf oder dann halt hoffentlich morgen früh. Aber mal sehen.
Auf die machen jetzt dann bald Feuer, weil es wird ganz schön kalt mittlerweile. Wir haben uns fast alle Schichten angezogen, die wir da haben. Dann gibt es einen heißen Kaffee, Marshmallows, Whisky und Abendessen. Genau, hier wird ja noch Abendessen gekocht. Ja, und dann wird es sicher ein ruhiger Abend eher. Wir gehen früh ins Bett, denn um 4 Uhr klingelt ja schon der Wecker. Un palito, usted mucha. Ja. Solo que ahora mucho humo, chicos. What is the largest country in Africa? A is Algeria. B. I already flew the ones. Yeah. Yeah, it's good. Bhutan. Yeah. Oh. Mira cómo cae, ¿ves cómo cae la roca? Kun je eigenlijk ook niet laten liggen op dat moment. Nice one. Ja. Oh my god. Woo! Wow. Guten Morgen. Wir haben 4 Uhr morgens, 0 Grad. Es ist richtig kalt. Die Hände frieren mir gerade beim Filmen. Aber ja, wir hören ja die ganze Nacht den Fuego und dass da richtig Action ist, wollen uns den aber heute früh nochmal anders ansehen, und zwar vom Gipfel vom Acatenango, zusammen mit dem Sonnenaufgang über dem Vulkan Agua. Ja, das sind nochmal 350 Höhenmeter, die wir machen müssen. Von dem her, ja, müssen wir eben so früh los, damit wir das zeitlich schaffen. Der Weg ist auch sehr rutschig. Ich werde nicht viel davon filmen. Ich brauche meine Hände frei. Aber ja, ich bin schon richtig gespannt, wie es dann da oben aussieht. Oh, richtig coole Stimmung hier gerade. Ich kann es kaum glauben, wir sind angekommen. Es sind noch etwa 20 Minuten, bis die Sonne aufgeht. Der Wind hier ist richtig übel. Ich habe mich hier hinter ein paar Steinen verkrochen. Bisschen Windschutz, aber es ist richtig kalt. Wir haben einige Grad unter Minus. Meine Finger sind eingefroren. Ich habe richtig viel Staub überall in den Augen, im Mund, zwischen den Zähnen. Das ist gerade das letzte Stück. War jetzt nochmal sehr sandig. Es war eigentlich nur Vulkansand, auf dem wir gelaufen sind. Ich mache wirklich 2 Schritte hoch und einen zurück. Aber es ist wunderschön hier. Bald kommt doch die Sonne. Wahnsinn. Fast 4000 Meter sind das jetzt. Schade, dass Roberto nicht hier ist.
Ah, es ist so schön mit der Sonne. Ah, das tut so gut. Ja. Wir sind zurück von der Morgenwanderung und wow, das war also schon nochmal ein Erlebnis. Also da oben nochmal, also ich glaube, es war auch vor allem so ein bisschen das, dass man das erreicht hat, dass man da oben angekommen ist. Wir haben ja, was waren das, insgesamt 1500, 1600 Höhenmeter gemacht, gestern und heute Morgen. Und ja, da einfach auf diesem Gipfel zu stehen, fast auf 4000 Metern, das ist schon ein gewaltiges Gefühl bei so einem Aufgang. Der Vulkan daneben, der immer wieder ausbricht und ja, ich hätte das halt gerne mit Roberto zusammen geteilt, aber ja, es wird andere Gelegenheiten geben, solche Erlebnisse wieder zusammen zu erleben. Auf jeden Fall sind wir jetzt zurück im Camp, haben auch schon gefrühstückt, gab Cornflakes mit Erdbeeren und Bananen, also gar nicht so schlecht. Und wir packen jetzt zusammen, denn bald sollen wir wieder weiterfahren. Fuego ist wieder ausgebrochen. Und kaum ist die Sonne draußen, fühlt sich alles wieder anders an. Man ist wieder im T-Shirt unterwegs, wo man vor einer Stunde noch gefroren hat. So, und damit machen wir uns auch auf den Weg runter. Ich werde jetzt nicht so viel filmen. Ich glaube auch, ich werde meine Stöcke sehr viel brauchen. Und ihr kennt ja den Weg schon. Aber wir sehen uns gleich wieder unten auf jeden Fall. Wieder zu Hause im Trautenheim. Es fühlt sich richtig gut an. Ich muss sagen, die letzten 2 Tage waren erstaunlicherweise nicht nur körperlich, sondern auch emotional sehr intensiv. Hatte ich so extrem nicht erwartet, aber ich bin trotzdem richtig froh, das gemacht zu haben. Das war wirklich ein einmaliges Erlebnis. Ja, und hier zurück durfte ich auch gleich bei der Familie duschen und den ganzen Staub loswerden. Das hat richtig gut getan. Und das Beste ist ja, dass ich jetzt wieder bei Roberto zurück bin. Oh. Ich bin natürlich auch froh, dass die Jessie wieder heil hier runtergekommen ist. Ja, aber es hat auf jeden Fall auch gut für mich getan, mal einfach nichts zu tun und ja, und die Tage einfach ein bisschen rumzulummern. Wobei, nichts tun stimmt auch nicht ganz. Ich habe hier Catalino geholfen, ein bisschen die Gegend sauber zu machen, denn leider ein großes Problem hier in Guatemala: Abfall. Also überall liegt Abfall, es gibt keine richtige Abfallentsorgung und ja, leider ein großes Problem. Aber hast du dich auch nützlich gemacht? genau, ein das bisschen ist doch gut. zumindest, ja. Ja, aber ich habe hier überall noch mein Zeug rumliegen. Also ich muss jetzt hier mal den Van ein bisschen aufräumen, die Sachen wieder dahin tun, wo sie hingehören. Und wir wollen ja auch noch weiterfahren. Genau. Und wahrscheinlich seht ihr einfach im nächsten Video, wo wir hingefahren sind. Und vermutlich ist das schon auf der anderen Seite der nächsten Grenze. Genau. Wir hoffen sehr, dass ihr genauso neugierig auf das nächste Land seid wie wir und ihr uns weiter begleitet. Wenn dem so ist, abonniert doch gerne den Kanal, dann verpasst ihr kein Video. Hinterlasst ein Abo da. Ja. Genau, ein Abo, ein Like, Genau. und einen Kommentar. Und wir sind beide ein bisschen durch. Ja. Ne? Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hasta luego. Hasta luego.